Ab 1939 mussten die Juden im Deutschen Reich fast all ihre Vermögenswerte aus Gold, Silber und anderen Edelmetallen dem deutschen Staat abgeben. Allein in Hamburg wurden ca. 20 Tonnen Silber konfisziert. Das meiste davon wurde zur Finanzierung des Krieges eingeschmolzen. Ungefähr 2 Tonnen Silber wurden jedoch von der Stadt Hamburg zurückgekauft und 1940 auf die Museen der Stadt verteilt. Im Museum für Kunst und Gewerbe lagern noch heute zahlreiche Silbergegenstände aus ehemals jüdischem Besitz. Wie geht das Museum damit um? Das Silber ist 1939 beschlagnahmt worden, ist über die Hamburger Pfandleihen konfisziert worden, weil allen jüdischen Menschen mit einer Sondergesetzgebung vom Februar 1939 verboten gewesen ist, Edelmetalle zu besitzen. Ausgenommen war ein Paar Besteck und die Eheringe der Betroffenen. Ja, wir sind hier jetzt im Silberdepot, in dem ausschließlich das Silber aus der Beschlagnahme bewahrt wird, was größtenteils nicht inventarisiert ist, weil vielleicht auch hier im Haus in den 60er Jahren, also das Silber ist 1960 hier von der Finanzbehörde uns zugewiesen worden, einfach eine sehr große Unsicherheit auch besteht, wie man damit umgehen sollte. Und dann stellen wir heute fest, es sind 3100 Objekte und das ist eine unvorstellbare Zahl, dass in den 60er Jahren Versuche gemacht worden sind, das zu inventarisieren, aber das Ganze dann auch wieder angesichts dieser Silbermengen abgebrochen wurde. Und seitdem, seit Anlieferung, befindet sich das Silber hier sortiert in Schränken, teilweise aber auch noch in Kisten, original verpackt im Depot. Die Schwierigkeiten bei der Rückgabe ergeben sich dadurch, dass wir heute keine Unterlagen mehr über die Beschlagnahme selber haben. Die ist damals von den Hamburger Pfandleihen abgewickelt worden, die den Juden die Silberbestände abgekauft haben für winzige Pfennigbeträge. Aber die ganzen Quittungen und Unterlagen, die ausgestellt worden sind, sind während des Zweiten Weltkriegs verbrannt. Es gab in der Nachkriegszeit Aufrufe über die jüdischen Zeitschriften, über die internationale Presse, wo Menschen mit verfolgungsbedingter Geschichte und jüdischem Hintergrund aufgefordert worden sind, sich hier im Museum, beziehungsweise damals war es die Finanzbehörde, die das Silber verwaltet hat, zu melden, um dort dann nach dem möglichen Familienbesitz zu recherchieren. Die Zukunft des Silbers ist nicht so ganz geklärt. Wir haben im Februar diesen Jahres ja ein Symposium zu diesem Thema abgehalten und da gab es von Vertretern aus jüdischen Einrichtungen, verschiedenen Museen eigentlich den sehr klaren Auftrag, dieses Silber auch auszustellen, damit die Geschichte der Verfolgung in Hamburg zu erzählen. Und da sind wir im Moment mit Künstlern im Gespräch und gucken, was wir vielleicht daraus machen können. Ganz wichtig ist, dass wir dieses Silber eben auch nicht umformen können und dürfen, weil wir vertraglich aufgefordert sind, immer zurückzugeben, wenn ein Anspruch gestellt wird. Aber man kann trotzdem in spannenden Projekten vielleicht diese ganze Masse von Silber und damit das Ausmaß eben auch dieser Entziehung ganz gut ausstellen.